it's really difficult to oversleep on a ship, you know. There'll always be someone to wake you up if you really need to be somewhere. Wir sind eine Gruppe aus jungen Leuten aus verschiedenen Ländern, besonders aus Deutschland und Russland. Und es ist unglaublich schön, weil wir leben auf diesem Schiff gemeinsam und wir arbeiten auch zusammen. Und es gibt Situationen, in denen auch 5 Leute mal an einem Seil ziehen müssen. Und gerade dadurch, dass man halt auf diese Menschen um sich herum so angewiesen ist, lernt man sie total gut kennen und lernt auch, dass die Unterschiede, die einem so groß scheinen, manchmal gar keine sind. Und dieser vermeintliche Gap, der zwischen Europäern und Russen herrscht, besonders bei jungen Menschen, eigentlich gar nicht so existiert. Und egal woher man kommt, egal wie man sozialisiert wurde, Menschen bleiben Menschen und Träumer bleiben Träumer. Und wir sind uns so viel näher, als ich an meinem ersten Tag gedacht hätte. Und das ist ein total schönes Gefühl. I really love being at sea, so you know I can just stare at water for hours without actually doing anything. You know, this wideness. In Russian we have the word prostor, which I'm not sure has an exact translation into English, but yeah, basically it's, you know, just a wide open space where there's nothing else. It's not obscured by buildings or anything else that humans made up to invent happiness. Наверное, для меня сейчас достаточно сложный период, чтобы мечтать или о чем-то надеяться, потому что, совсем недавно пришлось уехать из России. Очень страшно, что может там, не знаю, произойти дальше в родной стране с родственниками. Нужно как-то обустраивать жизнь в другой стране. И это все очень сложно. На корабле, наверное, я могла немного замедлиться, но сама тема проекта для меня довольно сложная, потому что пока что, мне кажется, не так много места в душе или в голове есть для того, чтобы мечтать прямо сейчас. For some limited amounts of time and in safe circumstances, I actually like to be devoid of choices, of the necessity to make choices, because the amount of choices we make every day is so overwhelming. Here I just need someone to tell me which rope I have to vieren or holen, and that's it. That's the plan.
Так, давай с этими разберемся. Поэтому, короче, есть... ой, вот так. А вот за эту мачту они вот тут располагаются. Вот эти, которые выделяются повыше. Вот. И они отвечают за брасы вот эти. То есть и веревки, как получается, канаты приделаны не к парусам, а просто к деревяшкам, к реям. Понимаешь? На край. Вот это важно. Ja, also ich meine, das Schiff ist halt schon auch so ein autoritäres System, so ein bisschen. Und dann muss man vielleicht auch manchmal einfach so akzeptieren, was von einem verlangt wird. Also ich finde, man sollte eigentlich immer alles hinterfragen und auch nicht seine eigenen Prinzipien irgendwo hinten anstellen. Aber vielleicht ist es auch manchmal im echten Leben ganz gut, wenn man so an die Gemeinschaft denkt und einfach auch mal Dinge macht, auf die man jetzt nicht unbedingt so Lust hat, aber man hat so das große, ganze gemeinsame Ziel im Hinterkopf und dann macht man halt auch einfach mal die Dinge. Auf eine Art habe ich das Gefühl, jeder will sich öffnen und Leute kennenlernen, aber auf verschiedene Art. Und dadurch, dass man so etwas Besonderes irgendwie miteinander erlebt, dass man einfach irgendwie schon gleich so eine Beziehung hat irgendwie. Also etwas, was einen verbindet. Ich denke, dass im Gegensatz zu Freunden, die ich aus der Schule habe, die Leute auf dem Schiff erstmal sehr anders zusammengestellt sind. In seinem normalen sozialen Umfeld, vielleicht sucht man sich noch eher aus, mit wem man so, fühlt man auch eher so, okay, sieht sympathisch aus, keine Ahnung was, so sieht ähnlich aus wie ich. Ich habe das Gefühl, hier ist es mehr so, ja, durch irgendwie die Offenheit auf dem Schiff. Es ist sehr unabhängig von so welchen Faktoren, wie du dich mit Leuten anfreundest. Weil ich habe das Gefühl, hier sind irgendwie so, ist ein bisschen anderer Standard. Weißt du, auch einfach dieses Fragen, okay, wie geht's dir? So von Leuten, die man jetzt eigentlich noch nicht so lange kennt und sowas, so vielleicht einfach eine andere Bindung. Und das andere ist, glaube ich, wirklich, dass auch diese Segelsituation einen dann so ein bisschen dahin bringt, dadurch, dass du dann halt Leute hast, denen schlecht ist oder denen es irgendwie gerade nicht gut geht oder die ihr Zuhause vermissen oder die gerade frieren oder sowas und es dadurch halt irgendwie Anlässe geschaffen werden, quasi auf die anderen eingehen zu können und auf sie achten zu können und sowas. Ne? Und wo das dann auch wirklich, ja, es macht immer Sinn, ne? aber wo das irgendwie in dem Fall auch einfach eine ganz konkrete, direkte Hilfe dann ist. Und dadurch, dass wir dann gemeinsam solche Sachen ja, überstanden haben, so, ne, das schweißt, glaube ich, einfach zusammen auch. Wenn man wirklich so einen Austausch so machen würde, dass wir in der Stadt sind, in der die eine Hälfte des Austauschs wohnt zum Beispiel oder wirklich konkret bei denen zu Hause, dann wäre das nochmal ganz was anderes. Und genau, jetzt sind wir auf dem Schiff. Die Bordsprache ist Deutsch, die Mannschaft redet Deutsch. Dass das schon nicht so ist, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt raus aufs Meer und da ist der Rahmen total neutral. Ja, aber es ist natürlich was anderes, als wenn die Gruppe aus Hamburg käme und wir würden uns in Hamburg treffen. Und ich glaube, wenn man dann halt raus ist und wir jetzt eben auf dem Meer sind, dass man da schon eher merkt, okay, wir sind hier zusammen unterwegs und wir sind eine Gruppe und müssen so ein bisschen alle gegenseitig uns mitnehmen. So, ne, so alt bin ich nicht, aber wenn ich so die jungen Leute, also die dann irgendwie Anfang 20 sind oder sowas sehe, aus Deutschland und aus Russland, finde ich es einfach schön, wie sich die Welten von beiden so angeglichen haben irgendwie oder dass die einfach sehr schnell so eine gemeinsame Wellenlänge finden können und dass es halt eben nicht mehr so ist, jetzt kommt jemand aus Deutschland und jemand von sonst wo aus dem Osten und können gar nichts miteinander anfangen, sondern dass die einfach trotzdem irgendwie ganz viel gemeinsame Grundlagen haben. Ja, und jetzt
glaube ich, können sich über Englisch, über Deutsch auch, über Musik, über Filme und sowas einfach ganz viele Sachen finden, die halt für beide Gruppen ziemlich selbstverständlich sind und so und die dann über die gleichen Sachen lachen können oder dass so dieser grobe Rahmen irgendwie sich deutlich angeglichen hat. Я уеду. Комарова. На недельку до Скорова, я иду в Комарова. Иду до хозяина. Я бы сказала, что самое важное для меня — это узнавать других людей, узнавать, какими могут быть немцы, но на самом деле неважно, немцы или кто-то другой. У нас также на проекте был человек из Афганистана, например, и просто узнавать мнение, что они чувствуют, что они думают, и также делиться и не бояться делиться тем, что у меня на душе. И особенно сейчас, когда между странами происходят такие кошмары, и Россия становится все более и более изолированной, хочется просто, чтобы этот человеческий контакт не терялся. И да, мы касались немного политики и разговаривали о том, как что люди думают, как вот у вас, а у нас, вот как-то делились этим всем. Но важнее было скорее, что мы видели друг в друге всегда просто людей, и вообще не важно было, откуда мы на самом деле. Просто это было важно узнать, что происходит в этом мире, через глаза того, кому ты доверяешь, через глаза таких же молодых людей, каким являешься ты сам. So in der Welt passiert. Und dann sitzt man irgendwo und begreift am Ende doch nur, dass das alles ein ganz kleiner Teil von dem ist, was alles so passiert. Und gerade wenn man merkt, dass das nicht so weit weg ist, sondern dass es eigentlich die Menschen sind, die um einen rum sind. Gerade dann irgendwie einen Ort zu finden, an dem man träumen kann oder seine Träume zulassen kann, das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Und wenn ich dann aber jetzt hier mit so vielen Menschen, die ich vorher nicht kannte, zusammensitze und wir sind auf einem Schiff und wir arbeiten gemeinsam, dann ist genau das für mich die Hoffnung, die ich brauche. Dass Menschen nach so wenig Tagen so ein starkes Gefühl von Gemeinschaft haben können, das hätte ich nicht gedacht. Und das lässt mich daran glauben, dass wir irgendwie diese Strukturen, diese Systeme, die im Moment herrschen, aufbrechen können und dass es irgendwie doch anders geht. Und das lässt mich am Ende dann doch träumen. И ты после фильма